Das Jahr hat gut für die Corona-Gang angefangen. Endlich mal wieder genug Kohle, um alle zu füttern. Und als Höhepunkt Besuch und Hilfe von etlichen unserer Dauerspender und von Helge, dem Verwalter unseres deutschen Corona-Kontos. Das ist schon ein tolles Zusammentreffen. Die Europäer waren alle zum Tauchen nach Phuket gekommen und wir hatten an Bord viel Spaß. Aber am Samstag traten dann alle zusammen an, um bei der Fütterung der Hungrigen Hand anzulegen. Und eine weitere ganz große Hilfe kam mit dem kleinen Karlchen, der sich voll in den Arbeitsablauf einbrachte und überall mitmischte. Eier und der Reis waren schon am Vortag geliefert worden und wurden am nächsten Morgen abgefüllt. Und die Corona-Gang begrüßte freudig ihre Kollegen aus Europa und los ging es mit vereinten Kräften. Bei den Damen der Eiercrew war Karlchen Hahn im Korb und genoss seinen Status voll. Mit Schwung und Elan ging es ran für alle. Im Lokal wurde gepackt und im Hinterhof fingen die Bürokraten an, ihren Tisch zu richten und mit Papier und Kugelschreibern zu wüten. Und die Ordner freuten sich, dass sie so wenig zu regeln hatten, weil fast alle Essensempfänger den Ablauf kannten. Geduldig wie immer warteten die Hungrigen schon lange, ehe die Vorbereitungen begannen. Mit fortschreitender Zeit wurden es immer mehr. Dann ratterte die Corona-Maschine auf vollen Touren los und die Coroneros aus Europa staunten nicht schlecht, was da so abging. Sie müssen sich ja erstmal orientieren, aber ihr Einsatz rückt näher. Der Bär geht inzwischen die Warteschlange entlang und sammelt ID-Karten, und bei den Bürokraten fangen die Kugelschreiber an zu glühen. Endlich gibt es die ersehnten Abholnummern und man bewegt sich zu den Ausgabetischen an der Hauptstraße, um seine Ration abzuholen.
Vorne an der Hauptstraße sind die langnasigen Coroneros derweil voll im Arbeitseinsatz und schuften, damit alles parat steht, wenn die ersten Essensempfänger anrücken. Karlchen erhält Instruktionen für den weiteren Verlauf und Heike sortiert ihre Spielzeuggeschenke für die Kinder. Die Weiße Fee ordnet die Kleiderspenden und so sind alle mit ihren Sonderaufgaben voll beschäftigt. Und dann strömen die Essensempfänger heran und jetzt helfen erstmal alle, damit jeder schnell seine Wochenration erhält. Und natürlich werden die schwer Fußkranken auch wieder gesondert bedient. Sobald Kinder mitkommen, locken die Weiße Fee und Heike diese zu sich heran und beschenken sie mit Kinderkleidung, Spielzeug und Süßigkeiten. Für die Kinder ist dies der Höhepunkt der Woche. Auch Karlchen ist wieder voll im Einsatz und verteilt Geschenke an Gleichaltrige, die es schwerer haben als er selbst. Das ist wohl eine ganz gute Lektion für den kleinen Recken. Wenn keine Kinder zu beschenken sind, hüpft er die Treppe runter und hilft der Weißen Fee, die schweren Eierbeutel zu verteilen und beweist, dass er als Jüngster der Truppe ein vollwertiges Mitglied der Corona Gang ist.
Die Corona-Maschine läuft heute mit Full Speed. Die europäischen Coroneros freuen sich, die Früchte ihrer Spenden mit eigenen Augen zu sehen, ihre hiesigen Kollegen kennenzulernen und zu erleben, was ihre Mühen alles so bewirken. Als die letzten versorgt sind, werden die Tische abgebaut und das Fahrzeug für den Trip ins Nobelviertel beladen und Abschied genommen von den hier seit über 2,5 Jahren im Einsatz befindlichen Coroneros. Dann ziehen die Weiße Fee, Siggi, Stefan, Prop und der Dino los zum traurigsten Teil der Veranstaltung. Der ist bitter nötig für die Betroffenen, produziert aber jedes Mal Schmerz und Bedrückung bei den Beteiligten. Die Weiße Fee kennt das ja von vorhergehenden Besuchen, aber Stefan und Siggi staunen nicht schlecht. So etwas haben die beiden noch nie erlebt.
Wie immer kommen im Lauf des Tages noch die Selbstabholer und dann ist Feierabend. Die Coroneros aus Europa bereiten sich danach auf den nächsten Tag vor. Sie sind ja zum Tauchen nach Phuket gekommen und wollen eine Tauchsafari nach Koh Phi Phi und Koh Ha machen. Die bietet dann mehr als genügend Abenteuer, aber das ist eine andere Geschichte und die erzählt der Dino dann nächste Woche. Für heute seid lieb gegrüßt von euren thailändischen und europäischen Coroneros und herzlichen Dank von denen, die ihr immer mit Nahrung versorgt.